Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute geht es ums Thema Farben. Farben gibt es von verschiedenen Herstellern, aber das soll uns heute nicht kümmern. Es geht jetzt einfach mal um das Basic. Was für Farben gibt es? Also, ich habe da ein bisschen was hergestellt, an der Seite da. Fangen wir mit dem an, mit dem eigentlich alles begonnen hat. Und zwar sind das die Enamel- oder Emailfarben. Die kennt man eigentlich in diesen kleinen Döschen. Am besten oder den höchsten Wiedererkennungswert haben die blauen Döschen von Revell. Die kennt glaube ich jeder, die findet man in jedem gut sortierten Spielzeugladen und in jedem Hobby- und Bastelbedarf. Diese Farben sind auf Kunstharzbasis, stinken, brauchen relativ lang bis sie trocken sind aber, wenn sie ausgehärtet sind, pickelhart und sehr widerstandsfähig. Die eignen sich ganz gut als Grundierung und über Enamellacke kann man dann eigentlich, ja, ich sage jetzt einmal, mit so ziemlich jedem und allem drüber gehen. Natürlich nicht mit einem Lösungsmittel oder so, das ist klar, dann geht es wieder runter. Aber über Emailfarben kann man Acrylfarben streichen, umgekehrt bitte nicht, das kommt nicht so gut raus. Eben, das sind jetzt diese Döschen. Dann gibt es da auch noch jetzt zum Beispiel da Emailfarben in Gläschen. Das ist jetzt der Kupfer-Metallfarbe. Wichtig ist noch zum Wissen bei Emailfarben, wenn man die verdünnt, am besten immer den Hersteller Verdünner nehmen. Ich höre jetzt schon die Kritiker, die sagen, ja, man kann doch in den Baumarkt gehen. Kann man auch, aber sicher ist sicher, man macht sich so die Farben nicht kaputt und die Verdünnung ist dann auch wirklich einwandfrei. Verdünnen, man kann Emaillacke gut durch die Airbrush jagen. Man muss einfach nur die Verdünnung raus haben. Das ist aber dann auch wieder ein anderes Thema. So, neben Emaillacken gibt es natürlich Acryllacke. Die sind standardmäßig immer in Gläschen. Ich habe die glaube ich noch nie anders gesehen. Vielleicht nur in Kunststoffbehälter. Ja. Die sind etwas anders wie die Kunstharzlacke. Nicht eben auf Kunstharzbasis, sondern auf Acrylbasis. Das heißt, sie stinken nicht so stark, was natürlich wohnzimmerfreundlich ist, wenn jemand zu Hause keinen eigenen Bastelraum hat, sage ich mal, und im Wohnzimmer auf den Tisch bauen muss oder am Küchentisch, sind diese Lacke sehr zu empfehlen, weil die haben eine sehr geringe Geruchsentwicklung. Kann man auch super verdünnen, gibt es von praktisch jedem Hersteller, sind auch sehr gut für die Airbrush geeignet, haben den Vorteil, dass sie sehr schnell auftrocknen, also man kann da teilweise noch 2 Stunden schon wieder weiterarbeiten oder drüber gehen. Ja, auch da empfiehlt es sich immer, den Hersteller Verdünner zu benutzen. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, man sieht jetzt auch schon am Etikett, wenn man mal schnell vergleicht von da, das ist hellblau, das hat einen dunkelblauen Rand. Somit kennt man jetzt auch bei dem Hersteller den Unterschied zwischen Email und Acryl. Ja, was gibt es noch für Farben? Es gibt natürlich auch schon fix fertig verdünnte für die Airbrush. Das ist jetzt zum Beispiel ein Lack, der ist jetzt speziell für ein gewisses Auto, das ist genau der Originallack. Die Farbe muss man einfach nur gut aufrühren oder schütteln, ab in die Airbrush und geht dahin. Also da muss man nicht mehr viel verdünnen. Der ist fertig, man sieht das auch glaube ich schön, wie das da drinnen ein bisschen herumwappert. Das ist schon vorverdünnt. Die sind auch auf
ML-Basis und daher stinken die auch ziemlich. Ja. Gibt es ja dann natürlich für diverse Metalleffekte. Ich schüttel da mal kurz, dann sieht man das ein bisschen. Sind auch schon fixfertig verdünnt. Da muss man halt achten, dass man immer eine Grundierung drauf gibt, weil die sind sehr scharf. Da kann es schon mal passieren, wenn das Plastik nicht mitmacht, dass man das dann angreift und man hat dann eine relativ raue Oberfläche. Ja, und wenn wir schon bei den Farben sind, nur kurz eben die Verdünner. Eben gesagt, hauseigene Verdünner sind da sehr so empfehlen. Das ist jetzt für Acryl. Und dann haben wir da noch für die ML-Farben. Ja. Farben verdünnen, da mache ich sicher mal ein anderes Video. Das ist also eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, jetzt soll es mir reichen, dass wir wissen, es gibt Acryllacke und ML-Lacke. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten. Welchen Hersteller das man da bevorzugt, das ist jedem selber überlassen. Ich würde jetzt auch überhaupt keine Tipps oder Ratschläge geben, weil jeder Hersteller hat seine Vor- und Nachteile. Einige lassen sich gut pinseln, einige lassen sich gut spritzen. Man hört da immer sehr viel. Von daher gibt es jetzt da von mir keine Empfehlung. Da muss wirklich jeder selber auf, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, seine Farben kommen. Und wenn man dann auf seinem Sortiment ist und einem das gefällt, dann baut man ja eh das Sortiment ständig aus. Und ja, einfach nur mal wirklich als Reminder, ML als Basis und Acryl drüber, kein Problem. Umgekehrt bitte nicht machen. Da kann es ganz böse rauskommen, dass die Farbe aufreißt, zum Bröckeln anfängt, wieder aufgelöst wird. Speziell jetzt, wenn man Weiß im Spiel hat, kann es dann passieren, dass die Farben ineinander laufen. Man hat dann ja ein sehr unschönes Farbbild, sage ich mal. Und dann muss man alles wieder runter und neu aufbauen. Das ist lästig. Ja, also das wäre es mal so als Crashkurs zum Thema Farben. Ich hoffe, es hat gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.